Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bischof Michael hat zu uns heute über das Evangelium gesprochen, und zwar war das ein Abschnitt aus dem Evangelium nach dem Heiligen Lukas, Kapitel 11. Es ging um das Vaterunser. Und die Jünger baten Jesus, ihnen beizubringen, wie sie beten können. Und Jesus fing an, ihnen das Vaterunser beizubringen, und das nennt man, auf Arabisch nennt man das Salat Rabbaniyya, also das göttliche Gebet, weil Jesus selbst es den Jüngern und also auch uns damit beigebracht hat. Und wir wiederholen es ja auch tagtäglich mehrmals. Es ist so das wichtigste Gebet für uns. Pfingsten war gerade vorbei, der Heilige Geist hatte die Jünger erfüllt, und sie fingen an, das Apostelfasten zu fasten, bevor sie ihren Dienst angetreten haben. Und sie wollten dabei eben auch beten. Also sie wollten fasten und beten. Und deshalb kam diese Frage an Jesus. Dieses Vaterunser ist ein ideales Gebet. Also es ist das beste Gebet, das man beten kann. Denn sonst würden unsere Gebete nur aus Bitten bestehen. Sonst würden wir vermutlich nur vor Gott stehen und sagen, lieber Gott, ich wünsche mir dies. Aber das Vaterunser ist eben nicht nur Bitten, sondern noch vieles mehr. Das werden wir jetzt sehen. Jesus sagte als erstes Vaterunser im Himmel. Und das ist sehr bemerkenswert, weil heute wird ja oft gesagt, ja, alle Menschen sind gleich, es gibt Menschenrechte, alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Und wir sehen darin, dass das Jesus eben schon früher gesagt hatte, weil Vaterunser im Himmel bedeutet, es gibt einen Vater für alle, für Reiche, für arme Menschen, für alle Völker. Und alle Menschen sind eben Geschwister, und sie sollen sich deshalb eben respektieren und auch miteinander sprechen. Und dann geht es weiter: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. All diese Sätze richten sich weiterhin an Gott, weil Jesus eben wollte, dass wir das Gebet damit beginnen, dass wir mit Gott sprechen. Und nicht erstmal unsere Bitten vorbringen, sondern erstmal mit Gott sprechen. Geheiligt werde dein Name ist sehr wichtig, denn wir sollen eben Gottes Namen heiligen und ihn nicht beleidigen und auch andere Menschen nicht beleidigen. Nicht beleidigen, nicht schwören, nicht lügen, sondern Gottes Namen heiligen, und auch aus unserem Mund soll nur Gutes kommen. Dein Reich komme sollte das Ziel von jedem von uns sein, und zwar, dass jeder von uns so handelt, damit dieses Reich eben kommt. Und dass jeder von uns weiß, dass er eines Tages einen Anteil daran haben wird. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wir sollten Gottes Willen immer vor Augen haben und nicht darauf bestehen, unseren eigenen Willen durchzusetzen und Gott eben sagen, dein Wille geschehe im Himmel, aber hier auf Erden geschehe mein Wille, sondern Gottes Wille soll unser Leben bestimmen, und das zeigt uns auch, dass Gott uns unseren Lebensweg eben korrigiert, wenn er einmal eine falsche Richtung einschlägt. Jetzt kommen unsere Bitten. Und zwar sind das Bitten, die sind in die Vergangenheit gerichtet, in die Gegenwart und in die Zukunft. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Viele Menschen verstehen das falsch und denken, es ist wirklich das Brot, und das brauchen wir für heute und für morgen. Also sie denken sehr kurzfristig. Aber das ist gar nicht so materiell gemeint, sondern damit ist gemeint, dass Gott eben jeden Tag für uns, wir bitten Gott, dass er jeden Tag für uns sorgen soll. Also es geht hier um die Gegenwart, um jeden einzelnen Tag. Vergib uns unsere Sünden. Da ist die Betrachtung in die Vergangenheit. Wir bitten Gott, uns die Sünden zu vergeben, die wir bereits begangen haben und die wir nicht mehr ändern können. Und erlöse uns von dem Bösen. Da geht es eben um die Zukunftsbetrachtung, denn wir wissen, dass wir wieder versucht werden und wieder in Sünde fallen werden, und wir bitten Gott eben, uns davon zu erlösen und uns beizustehen.
Das Wichtige ist, dass wir beim Beten eben nicht nur dieses Gebet automatisch wiederholen, weil wir es ja auswendig können und das so oft schon gesagt haben, sondern die Art des Betens ist sehr wichtig. Wir sollen eben eindringlich beten, also es soll wirklich aus dem Herzen kommen, und wir sollen regelmäßig beten, so oft wie möglich. Und über diese Eindringlichkeit, diese Intensität hat Jesus ein Gleichnis gesagt, auch im heutigen Evangelium. Und zwar, wenn ein Freund abends einen Freund besucht, also ein Freund hat Besuch bekommen und braucht für ihn Brot, und daher besucht er einen anderen Freund, um ihn um Brot zu bitten. Und dieser Freund sagt ihm, nein, ich kann dir jetzt die Tür nicht aufmachen, es ist spät, ich schlafe schon, das stört mich jetzt. Und nur aus Freundschaft würde dieser Freund ihm kein Brot geben. Aber dieser eine, der Brot brauchte, der hat eben sehr intensiv darum gebeten, sehr beharrlich. Und dann bekommt er das Brot. Und das zeigt, dass Jesus von uns verlangt, dass unsere Gebete eben eine gewisse Intensität und Beharrlichkeit haben sollen, damit wir auch das bekommen, was wir uns von Gott und Jesus erbitten. Denn wenn die Freundschaft nicht ausreicht, dann reicht eben die Beharrlichkeit aus, dass wir das bekommen. Und wir sollen eben regelmäßig in ständiger Beziehung mit Gott stehen. Und Jesus hat noch ein Gleichnis gesagt im heutigen Evangelium, und zwar dieses Gleichnis mit den 3 verschiedenen Beispielen, wo Jesus sagt, wo ihr schon, die ihr schlecht seid, euren Kindern das gibt, was sie von euch verlangen, wie denn erst Gott. Gott ist gut und er wird euch erst recht das geben, was ihr verlangt. Und bittet, dann wird euch gegeben, klopft an, dann wird euch geöffnet. Und es ist natürlich sehr schön, dass Gott uns zeigt, dass er immer für uns da ist und immer bereit ist, unsere Gebete zu erhören, egal zu welcher Tageszeit und egal wie oft wir ihn beten. Und daher bitten wir, Herr Jesus, lehre uns zu beten, wie du auch deinen Jünger gelehrt hast, und helf uns dabei, eine regelmäßige und intensive Beziehung mit dir zu haben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.